Hast du endlich das Transferprotokoll eingegeben? Fast. Ich hoffe, ich habe keinen Tippfehler drin. Ein kleiner Tippfehler wird schon nicht so schlimm sein. Bei Software kann das fatale Auswirkungen haben. Wir werden schon ankommen auf der fantastischen Insel. So, noch das Ziel eingeben und Enter. Das fängt schon mal cool an. Immerhin kam keine Fehlermeldung. Schau mal, was ist das? Sieht aus wie eine Waschstraße. Du willst doch nicht mit dem neuen Sofa durch die Waschstraße fahren. Ist wohl Bestandteil des Transferprotokolls. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm. Aber irgendwas hat sich geändert. Es ist nur etwas kühler jetzt. Dem Sofa hat es wohl nicht geschadet. Vorne kommt die nächste Überraschung. Bestimmt ist das nur ein Special Effekt. Das sieht aus wie elektrische Entladungen zwischen den Telefonzellen. Wahrscheinlich findet gerade ein emotionsgeladenes Gespräch statt. Ich glaube, es ist ein Portal. Großartig, wir sind auf dem Meer. Ich liebe Bootfahren. Ich hasse es, rückwärts zu fahren. Hauptsache, das Boot bringt uns zur Insel. Ich dachte mir schon, dass wir durch einen Tunnel fahren. Ich glaube, das war ein Wurmloch. Woher weißt du, wie ein Wurmloch aussieht? Man kennt es doch aus diversen Science-Fiction-Filmen. Beispielsweise in Contact von 1997 mit Jodie Foster. Da fliegt die Protagonistin Ellie durch ein System von Wurmlöchern. Das ist ja eine schöne Vorstellung. Aber die Existenz von Wurmlöchern ist eher theoretischer Natur.
Und selbst wenn es sie gibt, kann eine praktische Nutzung zum Reisen stark angezweifelt werden. Mit dieser Ignoranz hatte auch Ellie zu tun. Keiner glaubte ihr. Und ihre Videokamera hat leider nur Rauschen aufgezeichnet. Das ist fatal, wenn die Technik versagt. Hoffentlich zeichnet unsere Kamera korrekt auf. Da wir hier nebeneinander sitzen, hat es wohl geklappt. Ich würde mir gerne mal ansehen, wo diese Anlagen gebaut werden. Und von wem ist das ein geheimnisvolles Labor in einem alten Gewölbekeller. Und dort gibt es einen alten Mann. Er trägt einen mittelalterlichen Umhang und baut an den Anlagen herum. Du hast ja eine tolle Fantasie. Das ist ein schöner Zufall, dass es auf der Insel hier ein Kunstmuseum und außerdem die Lorenzkirche gibt. Ja, so schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Das mit der Kirche stand allerdings nicht im Reiseführer, dass sie Lorenzkirche heißt. Vielleicht, weil sie dauernd ausgetauscht wird. Ich hoffe, du findest dort die Ursache für die Fehlfunktion deiner Fernbedienung. Das hoffe ich auch. Es wäre sinnvoll, wieder gezielter reisen zu können. Dann könnten wir als nächstes zum Louvre fahren. Wir sind da. Ich kette noch das Sofa an, dass es nicht wegfährt. Dort ist das Kunstmuseum. Lass uns erst zur Lorenzkirche gehen. Für dein Museum haben wir noch genug Zeit. Die Kirche ist dort auf der Nachbarinsel. Ist ja nicht sehr groß hier. Bestimmt wurde die zweite Insel nur für die Kirche aufgeschüttet. Der Viertelstundenschlag. War das die richtige Reihenfolge? Nein, es war wieder falsch. Diesmal war es Ais, Fis, Dis. Dann sind sie ja dem Fehler in der Matrix auf der Spur. Matrix war ein Science-Fiction-Film von 1999. Er greift eine Idee des amerikanischen Autors. Ja, das hast du schon in Sofa Talk 2 erzählt. Das ist aber ganz schön lange her. Wir müssen hier über die Brücke. Besser als schwimmen. Die Erbauer denken mit. Ist ja das gute Stück. Das ist noch solide Mechanik. Sieht ein bisschen chaotisch aus. Eigentlich kann das gar nicht richtig funktionieren, oder? Der Vorteil an der Mechanik ist, dass du siehst, wie sie funktioniert. Schau mal,
Hier, diese Kurvenscheibe steuert, welche der Nocken im Eingriff ist für den Stundenschlag. Aber wir suchen doch einen Fehler im Getriebe, oder? Ich glaube, ich habe ihn schon gefunden. Hier, ein Frog. Das ist ein Frosch. Genau, Fehlfunktion durch Frosch in der Mechanik. Vermutlich wird man zukünftig auch Softwarefehler als Frog bezeichnen. Ist das nicht vorher anders im Drehbuch? Es wurde umgeschrieben. Anmerkung, siehe Bonustrack. Bonustrack? Sowas hatten wir ja noch nie. Egal. Meinst du, jetzt funktioniert wieder alles? Ich werde das mal testen. Die Reihenfolge stimmt jetzt, aber die Noten werden doppelt angeschlagen. Also fast repariert. Ich mache noch ein paar Fotos vom Uhrwerk und eine Permutationsanalyse. Dort nebenan gibt es noch viel mehr Glocken. Ein ganzes Glockenlager. Ich glaube, ich habe da was am Fenster gesehen. Du hast recht. Vielleicht wird die Kirche schon wieder ausgetauscht, weil die Uhr dauernd falsch schlägt. Dann sollten wir besser von hier verschwinden. Da entlang. Nein, da entlang. Taxifahrer kennen wir schon aus Folge 8. Wir brauchen kein Taxi, wir haben ein Sofa. Hier steht das Sofa. Wir wollten doch noch ins Kunstmuseum. Okay. Was machst du da? Wir müssen noch unsere Steuererklärung machen. Wir müssen weiter. Morgen ist Abgabetermin. Die wollten nur die Straßenbahn noch kriegen. Los, weiter. Los, weiter. Los, weiter! Hier geht's zum Ausgang. Ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen. So, genug gerannt. Genau, der Song ist auch zu Ende. Komm, wir gehen zum Sofa zurück. Das war ja ein abenteuerlicher Ausflug. Wir haben einen Frog im Uhrengetriebe gefunden, den Viertelstundenschlag der Lorenzkirche so gut wie repariert. Wir haben genug Daten für weitere Analysen gesammelt und alle Verfolger abgeschüttelt. Stimmt, und ein Kunstmuseum haben wir besucht. Das war aber ein sehr hektischer Museumsbesuch. Hier gibt es auch noch Kunstwerke. Im Reiseführer steht, dass die Insel und das Museum von Koriander gestaltet wurden. Das scheint ja ein kreativer Mensch zu sein.
Das kann man so sagen. Er hat noch mehr Anlagen gestaltet. Die müssen wir auch besuchen. Ich hoffe, es sind auch technische Dinge dabei. Bei ihm ist es immer ein kreativer Mix, auch mit technischen Spielereien. Das war doch wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Ich finde, sie hat zu früh aufgehört. Jetzt wissen wir nicht, ob die Fernbedienung wieder funktioniert. Das ist doch immer so in Serien. Man will die Spannung aufrechterhalten, damit wir das nächste Mal wieder einschalten. Es gab auch wieder Anspielungen auf die Metaebene der Filmproduktion. Ich glaube, das waren nur Filmfehler. Sie haben vergessen, es rauszuschneiden. Das mit den Metaebenen kommt aber häufiger vor. Wir sind doch auch so ein Beispiel. Ist ja logisch, dass ein Film auch Zuschauer hat. Es war doch die Rede von einer Bonusszene. Schalte doch noch mal den Fernseher ein. Moin, ich bräuchte für meinen Film einen Käfer. Eine Schleichfigur oder sowas. Die Käfer sind leider aus. Aber wir hätten noch Frösche. Frösche? Dann müssen wir aber das Drehbuch umschreiben. Statt Bug heißt es dann Frog. Das ist ein Pfeilgiftfrosch. Aber keine Angst, er ist aus Plastik und völlig ungiftig. Dann kann ich ihn ja nehmen. Danke. Gerne.